God told Abraham, I will give you this land for your descendants. Und Gott sagt zu Abraham, ich gebe dir dieses Land für dein Nachkommen. I will give you this land for your descendants. Ich gebe dir dieses Land für deine Nachkommen. How many of us own land? Wer von uns gehört Land? Oder You know, besitzt ein Land? So. I've realized here in Germany, people here, many people don't have this passion or desire to even own land. Ich stellte fest, hier in Deutschland, das sind so viele, die keine Leidenschaft, ein Land zu besitzen. Where I come from, Wo ich herkomme, almost every family has an ancestral land. meistens von Leuten haben diesen Land, die besitzen. Because they realize the importance of land. Denn die haben realisiert, die Wichtigkeit, das Land zu besitzen. God promised Abraham land because he knew there is an importance of land. Gott hat Abraham versprochen, denn er weiß, diese Wichtigkeit, Land zu haben. Because land is considered an important resource Denn, as it provides habitation. denn ein Land ist eine wichtige Quelle, die dann It's considered a resource as it provides habitation. ja, das ist ein Land, die dann It provides habitation, a dwelling place for people. ja, ein Land zu besitzen ist eine Wichtigkeit, wo die Leute dann dort wohnen. Not just a dwelling place for people, but a dwelling place for every living creature. Ja, nicht nur für Menschen dort zu wohnen, sondern viele lebendige ja, You see, Tiere oder sowas. in the Middle East, they're fighting for land. The battle that the Israelites and the people in Gaza, they're fighting for land. Und was wir jetzt in Nahost sehen, die bekriegen sich wegen Land. That Die was wollen the es promised besitzen. land. The promised land. Das ist die verheißene Land. Even where I come from, people fight for land. Und auch wo ich herkomme, die Menschen, die kämpfen um das Land. Because you find families, they have a small ancestral land and they have many children. Und wir finden auch, dass manche, die haben so viele Kinder und die haben nur ein kleines Land. So a time comes, every family member, every child gets more children, and with more children, you need more land. Ja, und die Zeit kommt, wo diese Kinder sind, die bekommen auch Kinder und die brauchen Land. And some of them become greedy and they try to grab other land. Und manche von dem, die werden so geizig oder so gierig und die wollen mehr Land haben. I come from a big family. Ich komme von einer großen Familie. And we have an ancestral land. Wir haben diese Land, die von nach. So the last time I sat down with my dad, Und letzte Zeit war ich mit meinem Vater in ein Gespräch. and I told my dad, you know what? I'm sowing my peace. Und ich sagte, weißt du was, Because I'm okay. believing God to buy land somewhere else. Also ich Because bin, I don't want to be involved in fights in the future. okay. So I'm blessed. I can go get land somewhere else. also ja, ich habe zu meinem Vater gesagt, ja, ich werde auf mein Land verzichten, damit ich Ruhe habe und ich glaube, dass Gott mir segnet, Land woanders zu kriegen. So my dad told my elder brother, okay, now you come, we'll sit down and we're going to see how we're going to divide the land that is there. But Pastor Maxwell, him is given his part. Okay. Und mein Vater hat meinen ältesten Bruder gerufen und dort gesprochen und er hat gesagt, Pastor Maxwell wollte auf das Land verzichten und euch das geben. But you see, land is a resource of habitation. It's something important.
Und wir sehen, das Land ist eine Ressource und es ist wichtig. Human being uses land for different purposes. Menschen gebrauchen Land für verschiedene Zwecke. For example, agriculture, Zum Beispiel Landwirt forestry, oder mining, diese Mine, ja. building houses. Und Häuser zu bauen. Well, what is mining in German? Mine. Mine. Genau, Bergbau. Bergbau, okay, danke. Do you know where you're sitting here? Wisst ihr, wo ihr jetzt hier sitzt? Underneath Also unten of this building they used to mine coal. Also unter diesem Gebäude war Bergbau. So maybe there are underground tunnels here we don't know about. Vielleicht gibt ihr unten so ein Tunnel. But Ich weiß they nicht. used to mine under this, under where we are. They used to mine. Ja, früher war hier unten ist ein Bergbau. That's why the city does not allow people to come and build tall buildings or heavy equipments to be in this property. Deshalb Menschen darf nicht hier so was Schweres bauen. But land is also the place that people build houses and road and set up industries. Und Land ist auch, wo die Menschen ein Haus bauen und Gebäude. So God knew that land is important, or it's something that is going to be important for the descendants of Abraham in the future. Gott wusste, das Land ist wichtig für Abrahams Nachkommen und die Zukunft. So he promised them land. So hat versprochen ein Land. You know, even here in Germany, if you own land, Wisst ihr, hier in Deutschland, wenn ihr Land besitzt, you can receive a lot of money out of that land. du kannst viel Geld von diesem Land bekommen. I heard there's a preacher, he had in his heart in America to buy land. Und ein Prediger, er wollte oder er hat vor, ein Land in Amerika zu kaufen. And this land, the people thought, oh, that is a deserted land, it has no value. Und Menschen sagten, dass es ein Land keiner Wert ist. But he had in his heart God telling him, this land that looks like waste, buy it, invest money in it. Und Gott sagt in sein Herz, dieses Land, das nach Wüste aussieht, kauft es ist wert. And he invested his money, he bought that land, and people laughed at him. Und er hat Geld investiert und Menschen lachten über ihn. Few years later, Und people were not laughing at him anymore. Und 3 Jahre später, Menschen lachten nicht mehr über ihn. Because the land that people thought was waste, they found minerals under it. Die haben gefunden, das ist ein Bergbau unten. So, he earned out of that land more than 20 times the money he invested. Und er hat in diesem Land 20 Mal mehr, als er investiert hat. I had a story of Dr. Savelle in America. Ich hatte eine Geschichte von Dr. Savelle in Amerika. He's my mentor. Er ist mein Mentor. He said that in Texas, Er sagte, in Texas, there was a land that laid there as waste. da war ein Land, die dann als Waste. Just an empty land. also ein leeres Land. And he had in his heart that he needs to buy that land. Und er hat in sein Herz, dass er das kaufen soll. And that land belonged to the city. Und dieses Land gehört der Stadt. And he went to the city, and the city wanted a lot of money. Und er war in der Stadt und Millions. und der Stadt möchte so viel Geld, also Millionen. He prayed, and God told him, wait. Er betete und sagt zu ihm, Gott sagt zu ihm, warte. And in the process of waiting, somebody else came and bought that land. Und in diesem Prozess des Wartens, jemand kam und kauft das Land. And he went and told God, God, you told me I need to wait. This is what you promised me. Why is this person buying it? Und dann hat er zu Gott gesagt, Gott, du hast mir gesagt, ich soll warten. Aber warum hat da jemand dieses Land gekauft? But God told him, relax.
Und Gott sagt zu ihm, entspann dich. Years later, Und Jahre vergangen. the government repossessed this land from this businessman because he was owing the government a lot of money, millions of money. Die Regierung hat das Land wieder zurückgenommen, weil dieser Mann hat so viel Schulden. And God told Dr. Jezebel, okay, go and tell the city you want to buy the land. Und Gott sagt, ja, dann geh zur Stadt und sag du zur Regierung und sag, du wolltest das Land kaufen. And he sent his lawyer to go talk to the city. Und er sagt zu seinem Rechtsanwalt, geh und sprich in der Stadt. And instead of the city telling him this is the amount we have, the city told me, name your price. Und anstatt dass Stadt sagt, das ist unser Preis, die haben gesagt, sag dein Preis. And he went and he was praying. He asked God, what price should I name? Und er kam zu Gott und fragt Gott, welchen Preis soll ich nennen? And God told him, tell them, I'm ready to pay 200,000 cash. Und Gott sagt zu ihm, ich bin bereit 200 zu bezahlen, aber in Cash. 200,000. 200.000. But I also want the mineral rights of this land also. Aber ich musste auch dazu, diese Mineralienrecht dazu. I didn't know that there was such a thing that when you're buying land, you have to also come in agreement that if they found minerals there, they belong to you. But that's what God told him to say, and he told the city that. Ich wusste auch nicht, dass solche Verbindungen gibt, aber der Gott hat gesagt, du sollst das sagen und er hat das getan. So he went to the city and he said that. Und I'm ready to pay 200,000 cash and I want the mineral rights. Und er ging zu der Stadt und sagte, ich bin bereit, 200.000 Bar zu bezahlen und ich musste das Recht für diese Mineralien haben. And the city say, what? That is too cheap. We can't even discuss about this. We're not going to give you for this land. Und der Stadt hat gesagt, was? Das ist aber sehr billig und das kommt nicht in die Diskussion. And the person talking to the lawyer said, this is too impossible. I cannot even share this with my bosses. Und die Person, die mit dem Rechtsanwalt gesprochen hat, hat gesagt, nee, das ist unmöglich, ich kann das noch nicht mal zu meinem Chef sagen. And the lawyer said, you go tell your boss, because as you believe in miracles. Denn der Rechtsanwalt hat gesagt, geh und sag das zu deinem Chef. And the lawyer said, the city worker said, as we have laws that regulate what we do, so I cannot share this. Und dieser Arbeiter von der Stadt hat gesagt, wir können das nicht zu meinem Chef sagen. Later, this city worker said, okay, my boss said that we give you for that price. Now we believe in miracles. Und dieser Mitarbeiter hat gesagt, ja okay, ja, wir werden das in diesem Preis geben und wir glauben an Wunder. So he bought that piece of land for 200,000 with the mineral rights. So er hatte dieses Land für 200.000 gekauft mit diesem Recht für diese Mineralien. Years later, this land that he paid 200,000. Und die Jahre vergangen und er hat diese für 200.000 gekauft. The city came back to him later. Der Stadt kommt zurück. We are building a new road, and this new road is passing across your land. Wir werden eine Straße bauen und das wird durch dein Land passieren. So we want to pay the place we are going to use. Und wir werden diese Straße bezahlen. So he got more money. Also er verdient noch mehr Geld. In fact, he said he got, I think, about 5 million. Wow. Und er hatte ungefähr 5 Millionen bekommen. So this 5 million, they're investing in building the new church. Und diese 5 Millionen, die haben das investiert, eine neue Gemeinde zu bauen. But I think the same time minerals have been found under that property. Und gleichzeitig, die haben diesen Mineralien in diesem Besitz gefunden. What do you call that? Wie nennt ihr das? Miracles.
Wunder. I'm expecting one time God tells me, okay, invest in this land and then minerals will be found in it. How Ja, many of us investiere in are diesem faithful? Land und wir werden diese Mineralien hier finden. Amen. So land is something is important. That's why God promised Abraham land. Also wir lernen was Wichtiges und Gott versprechen zu Abraham Land. Something important I see God, let me just ask before I go there, how many of us are believing God for land? Lass mich erst einmal fragen, wer von uns glaubt Gott an Land? I know that people believe in God for land, but they're shy to lift up their hands. Ich weiß, dass Menschen glauben vor diesem Land, aber sie schämt sich. I'm believing God for land. Ich glaube Gott für das Land. Amen. From the first time we got the permission to use this property, and I've been believing God for this land. Ja, das erste Mal, dass wir diese Gebäude haben, ich glaube an diese Verheißung Gottes, das Land. Because I was told I'm the only one who got permission to use this land. Denn ich bin die Einzige, die dieses Land diese Versprochen bekommen. Genehmigung. Genehmigung, Entschuldigung, Genehmigung. But only the properties, the land is on lease. And the lease for this land is very expensive every month. Also dieses Land ist, wie soll ich das sagen, geliehen? Nee, verpachtet, Yeah. ja, verpachtet. Ja. And the lease every month is very expensive. Und jeden Monat ist sehr, sehr teuer. And it's very costly for the church. Und das ist auch für diese Gemeinde ist sehr teuer. So from the first time I started talking with the agent, Und der ersten Tag, wo ich mit der Agent gesprochen habe, I said, I'm stretching my faith for two things. ich habe gesagt, ich habe mein Glaube in zwei Dinge ausgestreckt. I'm stretching my faith to purchase the properties. Ich strecke mein Glaube, diese Besitz zu kaufen. This one, they're only selling 200,000. I'm stretching my faith for these properties. Ich strecke mein Glaube für dieses Heiligtum. But once we are done, Aber I'm wenn- going to the next level. I'm going to stretch my faith that we are going to own the land. Amen. Und in zweiter ist das, wenn wir dieses Land besitzen, ich werde mein Glaube im zweiten Level ausstrecken. And they said, oh, no, in this area, Indupa Gesellschaft, it's a company that owns it and nobody purchases the land. Und manche sagen, oh nein, keiner wird diese Land kaufen. But in my investigation, I realized our neighbor Helwig, Aber in meiner Recherche, unsere Nachbarn Helwig, they convinced the Gesellschaft who owns the land here to sell the land they bought. also die haben die Gesellschaft hier eingeredet, das zu verkaufen. And I said, we're also going to convince them this land is going to belong to the church. Ja, und ich habe auch gesagt, wir werden die auch so einzureden, dass wir diese Gemeinde kaufen können. Yes, if you want to clap, clap passionately. Ja, ihr könnt auch applaudieren. So that in future, the money that we use every year to pay for the APAC, we can use it for the work of God for missions. Amen. We can invest that money somewhere else. Und das Geld, das wir hier bekommen aus EPAC, wir können auch weiterhin für andere Missionen gebrauchen. Because it's a lot of money. Denn es ist viel Geld. Can somebody guess how much do we pay APAC in this place every year? Do you know? Does anybody know? Kann jemand weiß, wie viel EPAC wir hier haben? Can somebody give a wild guess? Kann vielleicht jemand Who wants so to schätzen? give a try? One person is saying 10,000.
One person says 36,000. Eine Person sagt 10.000, der andere 36.000. You are not far, you are not near. Ja, das ist nicht so, so weit. Air Factor here, we pay 20,600 Euro. Also wir bezahlen die Airpacks In 1 year. in ein Jahr 20.600. So, if the land belongs to us, what can we do with that amount? Amen. We can put it for better use somewhere else. Und wenn dieses Land uns gehört, was können wir mit diesem Geld machen? Wir können das für andere Zwecke gebrauchen. That's why, you know, a lot of people, we have small churches, they're looking for space. And they're coming to me and they say, oh, you have a big church. We can only afford 100 euro every month. So we come and use your church 5 times, 6 times in a month, and you pay 100 euro. I say, please, that is eine Beleidigung. Es gibt solche Gemeinden, die klein sind und also nicht so viel Platz und deshalb gebrauchen die nur ein paar Mal im Jahr und Nein. und die Gebühren. Das ist so. Die kommen zu mir und sagen, oh Pastor, deine Gemeinde ist groß, du hast viele Räume, wir können 6-mal oder 8-mal im Monat mieten, aber wir haben nur 100 Euro. Ach so, okay. Amen, Amen. Und ich sage, unsere Gemeinde, wir haben nicht so viel Geld, dass wir für andere Gemeinden Miete bezahlen können. Aha. Gut. What I'm trying to say, you see, land is important. Was ich dann sagen möchte, ist, Land ist wichtig. Now,